Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 9. Du hast nur noch ein paar Monate übrig. Du musst nur an dich denken. Nein, Mama, ich muss arbeiten. Mein zweites Baby kommt auch. Meine Ausgaben werden bald steigen. Ich kann mir keinen Kuchen für meine Tochter nicht leisten. Ich fühle mich so schlecht. Liebling, ich möchte ein neues Kleid. Ich brauche ein Markenkleid. Bitte gib mir jetzt sofort 10.000 Euro. Was? Das ist viel. Du weißt, dass ich keinen Job habe. Ich habe jetzt keine 10.000 Euro. Ach komm schon, Liebling, ich weiß, dass du mir Geld geben kannst. Ive liebt dich sehr. Bitte sprich mit ihr, sie kann dir Geld geben, bitte Schatz. Bitte Schatz, ich möchte jetzt sofort Geld. Ja, sie kann mir Geld geben. Kannst du warten? Ich werde dir das Geld morgen geben. Was? Auf keinen Fall, Schatz. Ich liebe dich sehr. Bitte tu etwas, ich denke, du liebst mich nicht. Bitte sag das nicht so, ich liebe dich sehr, du weißt das, gut. Ich werde Amanda anrufen, bitte sei nicht traurig, ich kann dich nicht traurig sehen, ich werde dir 10.000 Euro geben. Wirklich? Vielen Dank. Ich werde frischen Orangensaft für dich machen. Du sollst Amanda anrufen, ich komme gleich zurück. Martin, ist alles in Ordnung? Warum hast du mich angerufen? Ich gehe jetzt ins Bett, Alex schläft. Ich werde morgen mit dir sprechen. Nein, Amanda, ich brauche deine Hilfe. Bitte leg nicht auf, ich brauche jetzt sofort Geld, ich bin in großen Schwierigkeiten. Was meinst du, was ist passiert? Ich habe nichts verstanden, Schatz. Sag mir die Wahrheit. Ich habe mir etwas von der Mafia geliehen, sie sind sehr gefährliche Leute, sie werden mich bald töten. Ich habe kein Geld, bitte hilf mir. Wenn ich ihnen kein Geld gebe, werden sie mich töten. Was? Nein, nein, das kann nicht passieren. Ich werde dich retten, niemand kann dir wehtun. Wie viel Geld brauchst du? Du bist meine Liebe, ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Vielen Dank, Schatz. Ich brauche jetzt sofort 10.000 Euro. Bitte tu etwas, dein Mann ist sehr reich. Du kannst ihn fragen, ich werde zu dir nach Hause kommen. 10.000 Euro, okay. Ich werde etwas tun, komm nicht hierher. Ich rufe dich bald an, Alex schläft. Ich werde dir Geld geben, ich werde dich später anrufen. Gib mir etwas Zeit. Wirklich, ich liebe dich sehr. Okay, ich werde auf deinen Anruf warten. Dummer Martin,
Ich weiß, er wird mir 10.000 Euro geben. Er kann alles für mich tun. Ich bin eine Goldgräberin. Geld ist mein Schatz. Meine Liebe, hast du mit Amanda gesprochen? Was hat sie gesagt? Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist verrückt nach mir, und sie wird mir bald Geld geben. Ich kann alles für dich tun, mein Schatz. Ich habe sie angelogen, und sie hat mir geglaubt. Wirklich, Schatz? Lass uns zusammen tanzen. Wir sollten feiern. Deine Freundin ist sehr dumm. Oh Gott, ich muss etwas tun. Ich werde meine Liebe retten, er ist in Schwierigkeiten. Was soll ich jetzt tun? Ich muss Geld stehlen. Alex schläft. Ich muss den Schlüssel finden. Ich muss Geld stehlen. Alex schläft. Ich muss den Schlüssel finden. Er legt das Geld in den Schließfach. Ich muss Geld für meine Liebe stehlen. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ich muss mich beeilen. Es tut mir leid, Alex. Ich denke daran, Geld für Martin zu stehlen. Ich denke, dass ich bald Alex' Eigentum bekommen werde. Ich muss einen Plan machen. Liebling, wo bist du? Ich bin durstig, bitte hol mir ein Glas Wasser. Amanda, kannst du mich hören? Bist du im Badezimmer? Sie ist auch nicht hier. Wo ist sie? Ich muss sie finden. Ich denke, sie ist in der Küche. Endlich habe ich jetzt 10.000 Euro bekommen. Alex wird es nicht bemerken, er ist sehr reich. Ich sollte jetzt Martin anrufen. Amanda, wo bist du jetzt? Bist du in der Küche? Oh nein, Alex sucht mich. Wie ist das möglich? Er hat geschlafen. Ich habe dieses Zimmer abgeschlossen. Wer ist hierher gekommen? Ich bilde mir das nur ein. Ich glaube, dass ich die Tür vergessen habe abzuschließen. Ich werde diese Tür abschließen. Der Schlüssel ist im Zimmer. Oh nein, er wird diese Tür abschließen. Ich muss von hier weggehen. Meine Liebe. Amanda, wo warst du? Ich habe nach dir gesucht. Ich war in der Küche, Liebling. Warum bist du besorgt? Ist alles in Ordnung? Ich bin nicht besorgt, ich habe Durst. Bitte bring mir ein Glas Wasser. Natürlich, Schatz, ich bin gleich zurück. Hallo Martin, ich habe das Geld bekommen.
Ich habe das Geld für dich gestohlen, du kannst herkommen, ich werde dir das Geld geben. Ruf mich nicht an, warte einfach auf meinen Anruf, Alex ist bei mir. Danke, ich bin müde, komm her, Liebling, lass uns zusammen schlafen. Ich bin nicht müde, ich brauche frische Luft. Ich gehe in den Hof, du kannst schlafen. Mein Schatz, ich werde bald zurück sein, ich werde im Hof spazieren gehen. Okay, Amanda, kein Problem. Amanda hat mich angerufen, ich werde dein Geld bald bekommen, mein Schatz. Du kannst neue Kleider kaufen, ich werde bald zurück sein. Pass auf dich auf. Vielen Dank, du liebst mich wirklich sehr. Komm her, lass mich dich küssen. Ich werde heute Nacht hier bleiben, mach dir keine Sorgen. Du kannst mich später weiter küssen, ich muss jetzt gehen, das Geld wartet auf mich, Schatz. Bitte misch dich nicht wieder in diese Angelegenheiten ein, ich kann dich nicht verlieren, ich liebe dich sehr. Es tut mir so leid, dass du Geld von Alex stehlen musstest, eigentlich sind sie sehr gefährliche Leute. Ich werde sie nicht wieder treffen, ich werde dieses Kapitel schließen. Hier, bitte, du solltest jetzt gehen. Ich werde dich später anrufen, Alex schläft. Ich will keinen Ärger, vielen Dank Amanda, du hast mein Leben gerettet, ich werde dich morgen treffen, danke noch einmal. O Gott, rette meine Liebe, er ist sehr unschuldig, mein süßer Schatz. Ich werde morgen einkaufen gehen. Ich kann ein neues Markenkleid kaufen. Vielen Dank, meine Liebe. Wir werden zusammen einkaufen gehen, ich werde morgen mit dir gehen, bist du jetzt glücklich? Du gehörst mir, ich kann alles für dich tun, du kannst mich jetzt küssen. Lass uns ins Schlafzimmer gehen. Sicher, Liebling, lass uns gehen. Du bist meine Welt, und ich liebe dich auch. Vielen Dank, Oma. Dieser Kuchen ist lecker, und ich habe ihn geliebt. Kannst du bitte diesen Kuchen in den Kühlschrank stellen? Ich bin satt, ich werde ihn morgen essen. Natürlich, mein Schatz, wie du möchtest, geh und putz dir die Zähne, es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Danke, Mama, Julia ist heute so glücklich. Wie hast du diesen Kuchen gekauft? Ich weiß, dass du kein Geld hattest. Ja, ich hatte kein Geld, ich habe meinen Ring verkauft. Was? Warum, Mama? Warum fühle ich mich so schlecht? Das war dein Lieblingsring. Mein Vater hat dir diesen Ring an eurem Hochzeitstag gegeben. Es ist keine große Sache. Julia wollte diesen Kuchen essen, und ich habe es ihr versprochen. Es tut mir so leid. Ich bin eine Last für dich.
Lena, sag das nicht noch einmal, du bist meine Tochter, du bist keine Last, ich kann alles für dich tun. Ich habe gute Nachrichten, ich werde morgen meine Rente bekommen. Mama, ich muss Arbeit finden, ich habe mich entschieden, ich brauche Geld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.